Ein Bandscheibenvorfall kann starken, ausstrahlenden Schmerzen in den Beinen verursachen. In diesem Video zeige ich dir, wie du diese Schmerzen lindern kannst und auf was du achten solltest, damit deine Beschwerden nicht noch schlimmer werden. Die Bandscheibe ist extrem stabil und kräftig. Um die Wirbelkörper und um die Bandscheibe drumherum sind noch ganz viele Muskeln und Bänder, die zusätzlich den Bereich stabilisieren und auch Bewegungen ermöglichen. Bei einem Bandscheibenvorfall kann es zu einer Reizung von der Nervenwurzel kommen. Entweder durch den Druck, der bei dem Vorfall entsteht, oder durch lokale Botenstoffe, die da sind, um deine Bandscheiben wieder zu heilen. Wenn die Nervenwurzel gereizt werden, entsteht dann die Ausstrahlung in Richtung Bein. Je nachdem, welche Nervenwurzel betroffen ist, kann die Ausstrahlung seitlich bis zum Knie gehen oder bis zum Fuß. Ungefähr 75% der Patienten mit ausstrahlenden Schmerzen werden ihre Beschwerde innerhalb von 12 Wochen wieder los, weil sich die Bandscheibenvorfall in dieser Zeit wieder von alleine zurückbildet. Leider gibt es noch keine verlässliche Methode, um vorauszusagen, bei welchen Patienten diese Beschwerdenfreiheit früher oder später oder vielleicht gar nicht erreicht wird. Wenn keine akuten Lähmungserscheinungen oder Kraftverlust vorhanden sind, ist die erste Therapie der Fall, die konservative Therapie mit Übungen. Und bei Rückenschmerzen, je früher man mit den Übungen beginnt, desto besser sind die Ergebnisse. Und wenn auch du wissen willst, wie du deine Schmerzen ins Bein vermindern kannst, dann bleib dran, das zeige ich dir jetzt. Wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, ist die Bauchlage eine deiner besten Hilfe. Das Becken soll locker auf dem Boden bleiben. Und als erstes versuchst du nur in den Unterarmstütz zu bleiben. Das heißt, deine beiden Unterarme sind auf dem Boden und du versuchst nur in dieser Position als erstes zu bleiben. Durch den Unterarmstütz kommt deine Lendenwirbelsäule in eine Hohlkreuzposition sozusagen, was dann die Bandscheibe bzw. dieser ganze Prozess unterstützen kann. Wichtig ist, wenn du die Position annimmst, dass sowohl dein Rückenmuskel, aber auch dein Gesäßmuskel ganz entspannt sind. Versuche in dieser Position 5 bis 10 Minuten zu bleiben. Wenn es dir zu anstrengend ist mit dem Unterarmstütz, kannst du auch gerne ein paar Kissen platzieren, damit der Rumpf erhöht wird. Nachdem du diese Zeit in dieser Position geblieben bist, dann geht es los mit der ersten Übung. Du nimmst die Hände ein bisschen mehr näher ran an deinen Körper. Dein Becken bleibt weiterhin auf dem Boden und in dieser Position kommst du nun nach oben. Wichtig ist, dass die Kraft nur von den Armen kommt. Dein Becken und dein Rückenmuskel sollen weiterhin entspannt bleiben. Und dann beugst du langsam die Ellenbogen wieder an. 15 Wiederholungen solltest du davon machen. Währenddessen ist es wichtig, dass du die Ausstrahlung im Bein nicht erhöhst. Die Schmerzen sollen von dem Bein nach oben wandern, Richtung Rücken hin. Es kann sogar vorkommen, dass die Schmerzen im Rücken selber dadurch etwas stärker werden. Das ist aber nicht schlimm. Wichtig ist erstens, dass die Ausstrahlung ins Bein weniger wird. Nachdem du eine Serie durchgemacht hast von 15 Wiederholungen, dann geht es um die Stabilisierung von dem Bauch- und Rückenmuskel. Aber bevor wir die Übungen beginnen, wollen wir versuchen, noch weiter Schmerzlinderung bzw. eine Reduktion der Beschwerden zu erreichen. Und dafür probiert man in dem Bereich, wo der Vorfall ist, mehr Platz zu haben, damit der Druck reduziert wird. Und dafür brauchst du nun so eine Yogamatte oder noch ein paar Kissen. Du solltest dich auf die nicht betroffene Seite hinlegen, seitlich über die Matte rüber. Platziere die Matte auf der unteren Anteil deiner Wirbelsäule
und leg dich so drauf, dass eine seitliche Neigung an der Lendenwirbelsäule zu spüren ist. Die betroffene Seite, wie gesagt, ist oben. Um zusätzlichen Platz noch zu schaffen, kannst du probieren, das untere Bein zu strecken und das obere Bein weiterhin in die Beugung zu lassen. Dadurch sollte das Becken nach unten fallen. Du solltest in den unteren Bereich einen leichten Zug verspüren. Diesen Zug kannst du dann noch vergrößern, indem du nun den Rumpf in die Gegenrichtung drehst. Das heißt, wenn deine Beschwerden auf der linken Seite sind wie hier, würdest du nun den Rumpf weiter nach links drehen. Diese Haltung ist dafür da, um in dem Bereich von dem Vorfall ein bisschen mehr Platz zu schaffen, damit der Nerv ein bisschen mehr Freiheit erfährt. Drücke die Schulter einen kleinen Tick von dir weg. Bleib in der Position für 5 Sekunden und lass dann die Spannung wieder los. Wichtig ist, dass die Erhöhung so hoch ist, dass du dann diese Seitneige in der Wirbelsäule auch erzeugen kannst. Dreh den Rumpf leicht von dir weg, bleib in der Position für 5 Sekunden und dreh es dann wieder in die Mitte. Die Beschwerden sollen bei der Übung nicht ausgelöst werden. Diese beiden Übungen sollen mehrmals am Tag wiederholt werden, mindestens 2 bis 3 Mal. Und zusätzlich sollst du dann diese Kräftigungsübungen machen. Als nächstes geht es darum, dass du Stabilisationsübungen machst. Mehrere Studien haben gezeigt, dass diese Art von Übungen gut sind bei Linderung von Rückenschmerzen. Als erstes leg dich auf den Rücken, deine Beine sind angebeugt, deine Ferse, deine Füße sind komplett auf dem Boden. Die Beine sind hüftbreit auseinander und du versuchst in dieser Position deine Bauchmuskulatur und den Rücken so anzuspannen, dass du deine Lendenwirbelsäule nach unten gegen den Boden drückst. Der Bauchnabel sollte sich nach innen und nach oben bewegen und deine Lende drückt jetzt gegen den Boden. Bleib in dieser Position für 10 Sekunden und lass es dann langsam wieder los. Bei der Entspannung von der Muskulatur kommst du automatisch in eine ganz leichte Hohlkreuzbewegung. Wiederhole das Ganze 10 Mal. Also Bauch anspannen, Rückenmuskel anspannen, dass die Lendenwirbel gegen den Boden drücken. Bleib in dieser Spannungsposition für 10 Sekunden und lass es dann langsam wieder los. 10 Wiederholungen sind erstmal genug, um die Muskulatur zu aktivieren und gleichzeitig auch die Durchblutung in dem Bereich zu verbessern. Nachdem du sicher bist, dass du die Muskeln so anspannen kannst, dass du sowohl die Bauchmuskel als auch den Rückenmuskel angespannt halten kannst, dann erschwerst du die Übung, indem du diese Bewegung noch zusätzlich durchführst. Das heißt, Bauchmuskel wird angespannt, Bauchnabel geht nach innen und nach unten, Rückenstrecke ist angespannt, deine Lendenwirbelsäule drückt jetzt nach unten gegen den Boden. Du hältst diese Spannung und hebst dann die betroffene Seite nach oben, bis beide Beine in einer Ebene sind. Halte kurz oben die Spannung für ungefähr 5 Sekunden und lass dann das Bein wieder nach unten. Wichtig ist, dass du diese Übung nur dann durchführst, wenn du dir sicher bist, dass du diese Grundspannung von Bauch und Rücken auch halten kannst. Bauchmuskelanspannung, Bauchnabel nach innen halten, die Lendenwirbelsäule drückt jetzt nach unten gegen den Boden, das gestreckte Bein wird nach oben gehoben. Bleib in der Position für ungefähr 5 Sekunden, bis du dann das Bein langsam wieder senkst. 10 Mal mit rechts. Und das gleiche auch mit der nicht betroffenen Seite. Es geht hauptsächlich darum, dass du den Rumpf und die Lendenwirbelsäule stabilisierst. Nach oben halten, nicht in Hohlkreuz fallen, deine Lendenwirbelsäule drückt weiterhin gegen den Boden und dann das Bein langsam wieder lang absenken lassen. Qualität kommt vor Quantität. Wenn du die 10 Wiederholungen nicht schaffst, dann führe nur so viele durch, bis du dir sicher bist, dass du den Rumpf stabil halten kannst. Rückenschmerzen können die Lebensqualität extrem beeinträchtigen.
Wenn auch du wissen möchtest, wie du mit einfachen Übungen zu Hause deine Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Übungen, in denen man vermehrt in Hohlkreuz geht, scheinen sich positiv auf ausstrahlenden Schmerzen auszuwirken. Und für diese Übung wollen wir genau das auch trainieren. Dafür solltest du dich auf etwas Höheres hinlegen, wie zum Beispiel ein paar Kissen oder eine Yogamatte, die eng zusammengerollt ist. Platziere die Kissen unterhalb von deinem Becken bzw. Bauch. Und in dieser Position versuchst du nun, das gestreckte Bein nach oben zu heben. Nutz dafür ganz bewusst das Gesäßmuskel, indem du bewusst den Gesäß anspannst und dann auch die Oberschenkel-Hintenmuskel. Heb das Bein nach oben, bleib oben für 5 Sekunden und senk dann das Bein langsam wieder ab. Wichtig ist, dass du bei dem Heben vom Bein auch zusätzlich in diesen Hohlkreuzbewegung reinkommst. Lass das Bein nach oben für ungefähr 5 bis 10 Sekunden und lass es dann langsam wieder absinken. Dadurch, dass du das Bein länger oben hältst, kannst du auch weniger Wiederholungen durchführen. Das heißt, 10 Wiederholungen würde dann halt ausreichen und dann machst du die gleiche Übung nochmal auf die nicht betroffene Seite. Bauch anspannen, Rückenmuskel anspannen, halte den Rumpf stabil, um dann ganz bewusst Gesäß anspannen und das Bein nach oben heben. Mit dem Heben vom Bein wird die Wirbelsäule weiter in Hohlkreuz gebracht, was dann die Ausstrahlung vom Schmerz im Bein lindern sollte. Und lass es dann langsam wieder absenken. Halte immer so eine leichte Grundspannung und wiederhole die Bewegung nochmal. Oben kurz halten und langsam wieder runter. 2 Serien von 10 Wiederholungen je Seite solltest du durchführen. Die Steigerung dieser Übung ist, dass du dich dann auf alle Vieren begibst, Hände schulterbreit auseinander, Knie hüftbreit auseinander, ein Bein wird gestreckt. Achte darauf, dass du nun deinen Bauchmuskel anspannst. Die Rückenmuskulatur ist angespannt, damit den Rumpf ganz stabil bleibst und in diese Position bringst du dann das Bein nach oben. Durch das Heben von dem Bein solltest du das Gefühl haben, dass die Lendenwirbelsäule weiter in Hohlkreuz geht. Behalte die Position für 5 Sekunden und senk dann das Bein langsam wieder ab, um diese Bewegung dann 10 Mal zu wiederholen. Gestrecktes Bein oben halten, 5 Sekunden und dann langsam wieder absenken. Denk dran, weiterhin deine Bauchmuskeln die ganze Zeit angespannt zu halten. Erst dann, wenn du die 10 Wiederholungen durchgeführt hast, kannst du es dann loslassen, auch die Bauchmuskeln loslassen, um das Gleiche auf die andere Seite durchzuführen. Bauch und Rücken angespannt, Rücken stabil halten und das gestreckte Bein nach oben bringen, um langsam wieder abheben. Oben halten, 5 Sekunden und dann langsam wieder ablegen. Und für die letzte Übung wollen wir dann die Stabilität von der Rumpfmuskulatur im Stehen trainieren. Lehne dich an einer Wand dran in ungefähr 30 cm Abstand. Als erstes spannst du dann deine Bauchmuskulatur an und auch deinen Rückenmuskel, damit du deine Lendenwirbelsäule nach hinten gegen die Wand drückst. Wenn du die Position hast, versuche jetzt kurz nach unten zu gleiten, aber verliere nicht den Kontakt von der Lendenwirbel an der Wand. Gleichzeitig soll auch deine Schulter an die Wand bleiben. Gleite kurz nach unten, bleib in der Position für 5 Sekunden und drück dich dann mit Druck auf die beiden Ferse, drückst du dich mit dem Knien wieder nach oben, bis deine Beine gestreckt sind. Wiederhole das Ganze für 10 Mal. Also Bauch anspannen, Rückenmuskel anspannen, die Lendenwirbelsäule hat Kontakt mit der Wand. Geh kurz in die Knie, verliere nicht den Kontakt von deinen Lendenwirbel, bleib in der Position für 5 Sekunden und dann schieb dich wieder nach oben mit Druck auf die Ferse, verliere aber nicht den Kontakt von der Lendenwirbel. 2 Serien,
Mit 10 Wiederholungen solltest du auch hier durchführen. In der ersten Akutphase mit ausstrahlenden Schmerzen kann es sinnvoll sein, nicht so viel in die Beugung zu gehen. Grundsätzlich gilt, für jede Beugbewegung, die du nach vorne machst, um etwas zu heben oder die Schuhe anzuziehen, solltest du dann mindestens 10 Bewegungen wieder in die Streckung gehen. Das Training der Streckung bzw. das Begeben in einer streckenden Position für die Lendenwirbelsäule sorgt dafür, dass die Ausstrahlung reduziert wird. Wenn du ausstrahlenden Schmerzen hast, bleib dran und versuche diese Übungen täglich durchzuführen. Langfristig gesehen ist es wichtig, dass du die Intensität der Übungen steigerst. Dafür ist ein Krafttraining unerlässlich. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao, bis dahin!